Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute möchte ich Ihnen etwas erzählen über die Firma Blaubel Makina, und diese Firma ist verbunden mit der Familienname Schrader, Hugo Schrader. Er gründete 1902 die Firma Blaubel & Co. in Frankfurt. Der war Linsenhersteller und nebenbei Fotohändler einfach. Hugo Schrader war der Schwiegersohn von berühmten Dr. Krügener, einem Optiker und Linsenhersteller. Und er lernte eigentlich das Handwerk bei seinem Schwiegervater Krügener und dann bei Volkländer in Braunschweig. 1910 begann Blaubel, ich sage einmal einfach Blaubel, mit der berühmten Herstellung von der Präzisionskameras einmal Blaubel und vor allem einmal einen 9x12 und dann auch 10x15 cm Plattenkameras. 1912 fängt er dann mit dem Bau von Präzisionskamera, aber so Kleinformat für Profis und ernsthafte Amateure. Und dieser Produktionszyklus dauerte bis etwa 1960. Blaubel hat auch versucht, mit der Blaubel Maciflex eine 6x6 Kameras oder 6x9 Kamera auch mit Hasselblad zu konkurrieren, aber leider es hat nicht den erhofften Erfolg gebracht und so blieb einfach auf die Kameras 6x6, 6x9 für den Amateur- und professionellen Gebrauch geblieben. Um 1975 begannen die Probleme mit der deutschen Industrie, man fand keine Abnehmer und man kämpfte auf alle Linien. Dort wurde dann Blaubel von der Firma Doi, eine japanische Investorengruppe, gekauft und später von der Koni Shiraku Firma übernommen, besser bekannt als Konica. Die Produktion wurde 1988 aufgrund des Konkurses dauerhaft aufgegeben und alle Produktlinien eingestellt. Aber zurück zu unserer Kamera. Wir haben hier eine Blaubel Makina in Schwarz und Schwarz ist die Ausführung für den professionellen Bereich. Es gab auch eine Chrom und das war mehr für den Amateurbereich gedacht. Es ist eine Faltkamera und das Format ist 6x5x9. Hier haben wir den besten Blaubel Objektiv. Das ist ein Antikomor, 2,9 100 mm Brennweite, hat einen mechanischen Zentralverschluss, eine manuelle Belichtungseinstellung und einen manuellen Fokus. Als professionellen Gerät bietet natürlich einiges puncto Rahmensucher oder überhaupt Sucher. Zuerst ist ein Teleskopsucher. In diesem gelben Fenster wird das Objekt anvisiert und dann mit diesem Fernrohrsucher kommt noch ein rundes Bild im Rahmen. Wenn man die zwei Bilder übereinander eingestellt sind, ist die optimale Entfernungseinstellung eingestellt. Wir haben auch eine Newtonsucher hier und dann gibt es auch noch eine Rahmensucher für schnelle Aufnahmen oder für Sportaufnahmen. So und so. Und
diese 3 Suchersysteme entspricht die Anforderungen für professionellen Bereich. Die Kamera ist überhaupt sehr handfreundlich. Diese Kamera, die Blaubehl Makina, steckt natürlich ohne den Namen Schrader, der Konstrukteur, natürlich drinnen. Und Schraders Prinzip beruhte auf das, dass das Kameragehäuse und die Frontplatte absolut parallel miteinander fungieren. Und so konstruierten diese Scherenausfahrt oben und unten, und durch diese Mikrometer-Einstellung war eine absolute Planlage gedacht, und natürlich die Ergebnisse machten sich bemerkbar. Zusätzlich zu dieser Kamera gab natürlich eine Weitwinkeloptik und eine Teleoptik-Vorsatz. Neben dieser Suche haben wir natürlich auch eine Mattscheibensucher. Und das hier ist der Mattscheibensucher. Die Kamera ist für Rollfilme und Planfilme gedacht. Die Teile werden hinten angedockt und wie immer diese vielseitigen Objektive, und das ist eigentlich alles über diese Profi-Kamera von Blaubehl Makina. Aber wenn man so viel Kameras hat, gibt auch Freunde und Bekannten, die jemand eine Freude machen, und dann kommen auch mit so einer Blaubehl. Diese Kamera hat der Künstler als Uhr mit H oder ohne H genannt, also eine Uhrkamera. Ist eine relativ seltene Kamera, 100 Grad Aufnahmewinkel, und das Einzige, was schön ist, ist diese Uhr von einem Oldtimer-Auto. Inzwischen sehe ich, ist Zeit für eine Kaffeepause. Dann machen wir Schluss. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.